Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Aus einem luxuriösen Cockpit-Chassis einer gigantomanisch riesengroßen Luxusjacht inmitten dieser Weltmeere, eigentlich schon versunken, aber wir spüren noch die Präsenz eines Objektes, das für Potenz, Luxus, Macht, Geld, Neoliberalismus per se steht. Die Künstlerin Eva Grubinger bespielt diesen ganz besonderen Raum der großen Halle des Belvedere 21 als Bildhauerin Wege beschreitend, die einerseits stark in der Tradition der Moderne verhaftet sind und doch so anders und neu mit diesen umgeht. Die Erzählung fußt auf einer starken Metapher. Die Weltmeere, in denen jedes Jahr ausgehöhlt vom Neoliberalismus, der wachsenden Ungleichheit zwischen arm und reich, Hunderttausende Menschen ihr Massengrab finden. Und durchkreuzt werden diese von dem Symbol für Luxus, Bedeutsamkeit, Macht, Einfluss und Autarkie, diesen Luxusjachten, ein paar Zentimeter mehr Länge als Symbol für ein Stückchen mehr finanzielle, materielle Potenz. Eva Grubinger operiert als Bildhauerin, vergrößert, Materialien wandelt, indem sie dekontextualisiert und ein ganz klein wenig die Erzählung dreht und die Perspektive erneuert. Und so lädt sie uns ein, Teil dieses skulpturalen Werkes zu werden, indem wir in dieses Cockpit-Chassis dieser Luxusjacht eintreten, Platz nehmen, es körperlich erfahren und auf uns wirken lassen, im Dialog mit dieser Raumsituation durch die Konstruktion aus Polyesterharz, wie nun mal die realen Vorbilder auch ganz häufig gefertigt sind, hindurchzublicken in die unendlichen Weiten dieses transluziden, transparenten Raumes, dieses Gebäudes, ein Klassiker der Nachkriegsmoderne in der Architektur Österreichs, dieses Belvedere 21 als Gebäude von Karl Schwanzer. Noch selten haben Künstlerinnen und Künstler vor Eva Grubinger so souverän diesen großen Raum bespielt und genutzt. Viele ihrer Vorgänger tendierten dazu, ein wenig abzuheben, dem Sog dieses Raumes zu erliegen. Sie aber bleibt ganz im Rahmen und bemächtigt sich dieses Raumes klug und raffiniert trotz alledem mit dieser beklemmenden, klugen Erzählung, die auf den französischen Soziologen Émile Durkheim zurückgeht. Der Titel der Ausstellung Melody of Infinite. Also Durkheim mit seiner Theorie des Leidens am Unendlichen als ein Bild, eine allegorische, metaphorische Konzentration im sich auseinandersetzen mit dem, worunter inzwischen nicht die Vertreter der Gewinnergruppe, der Oberschichten dieser Welt leiden, nämlich schier unbegrenzte Möglichkeiten, die längst schon ausgelotet sind, werden immer noch aufs Neue geweitet. Inzwischen scheint dieses Leiden an den unendlichen Möglichkeiten im Mittelstand angekommen zu sein und so sind wir ihm alle ausgesetzt. Und doch vielleicht auch wieder nicht. Umgeben wird dieses in den Weltmeeren treibende Fragment einer unterfluteten, einer untergegangenen Luxusjacht von Seeminen, die Eva Grubinger schwarz, bedrohlich um dieses weiße, elegante, edle Objekt herumgruppiert, so als wäre die Gefahr, die uns allen treut, durch ein System, das sich scheinbar selbst überholt hat, in den Fluten des glatten Wassers, das dieses Chassis umgibt, präsent und würde auf uns wirken.
erleben Sie dieses Momentum einer in Allegorie gegossenen Skulptur, ganz in der Tradition der Minimal Art, zurückgehend auf einen der wichtigen Vertreter der modernen Kunst, Marcel Duchamp, der mit seinen Readymates, mit seinen Objekten, die er neu interpretiert und entkontextualisiert, indem er das Objekt in den Museumsraum stellt, körperlich erfahren Sie die Kraft der Erzählung, indem Sie Teil davon werden, hineinschreiten in dieses Luxusobjekt, Platz nehmen, es auf sich wirken lassen und den Raum rundherum in seiner Erzählung ebenfalls zum Teil Ihres Erlebnisses werden lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Belvedere 21. Wir heißen Sie willkommen im Namen der österreichischen Galerie Belvedere.